Wirklich? Ja, zur Sicherheit. Besser auch? Das war das in Österreich. Als Info. Also zu der Frage, wem gehört Heimat, könnte ich ganz spontan jetzt so was antworten. Und zwar folgendes: Heimat gehört einfach dem, der sich hier wohlfühlt, der hier lebt, der sein Herz hier auch hat. Den gehört Heimat. Ich denke, Heimat gehört niemandem. Sie ist auch nichts, was man besitzen kann. Sie ist immateriell. Heimat ist ein Begriff, für viele auch ein Gefühl, das man nicht festhalten kann, das man auch nicht definieren kann. Letztlich, man kann ganz verschiedene Zugänge dazu entwickeln und jeder weiß für sich, was Heimat ist. Wem gehört Heimat? Das ist die Frage. Wir haben ja ein Territorium, zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, wo aber verschiedene Menschen leben. Und wenn ich jetzt auf das Dorf, in dem ich wohne, zurückgehe, ist es so, da gibt es einen Burschenverein, der eine eigene Heimatpflege betreibt. Es leben da Heimatvertriebene, die da eine neue Heimat gefunden haben. Ich komme aus Wien und habe auch eine neue Heimat in Bayern gefunden. Jetzt haben wir aber alle verschiedene Zugänge zu dieser Form von Heimat. Es ist die Frage, wie können wir uns miteinander arrangieren. Jetzt unter dem Titel Unsere Heimat bzw. unter dem Motto Wem gehört Heimat Empfindet, dann gehört dieses Gefühl mir. Dann ist es meine Heimat, die gehört mir. wenn ihre Heimat verweilen bleiben. Ja. Da habe ich dann Fotos von damals zu Hause, die verwende ich dann für Druckplatte. Die Kulturtage der Sinti und Roma sind natürlich wichtig, weil wir einen riesigen Aufklärungsbedarf auch in der Mehrheitsgesellschaft haben. Für viele sind Sinti und Roma ja total die Fremden und deswegen ist es doch schön, wenn sie eine Begegnungsstätte haben, wo sie auch mal authentisch sehen, wer sind Sinti und Roma eigentlich, was ist deren Kultur überhaupt, wie leben die, wie sehen die aus, wie reden die und dass sie dort auch feststellen können, hey, das sind ganz normale Menschen, so wie du und ich. Dies ist ein besonderer Abend. Pirelli Lagrene ist nicht irgendein Musiker, er ist ein legendärer Musiker. Wir haben ja schon die jüdischen Kulturtage, die jüdisch-muslimischen Kulturtage und das sind ja alles erfolgreiche Veranstaltungen und ich hoffe, dass die Kulturtage der Sinti und Roma dass die ersten nicht auch die letzten werden. Ich bin sicher, dass das auch ein großer Erfolg wird. Weshalb ist das wichtig? Naja, bei uns, gerade in unserer Stadt, sind die Sinti und Roma relativ präsent alleine durch das Dokumentationszentrum. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, bei solchen Kulturtagen etwas mehr noch aufmerksam zu machen auf das Dokumentationszentrum der Sinti und Roma, das eine sehr, sehr wichtige Arbeit tut. Und dem breiten Publikum, sagen wir mal, die Kultur der Sinti und Roma näher zu bringen. Prinzipiell finde ich, dass Sinti und Roma als verfolgte Minderheit immer noch unterrepräsentiert sind in der Öffentlichkeit.
dass da noch mehr getan werden muss, das ins Bewusstsein zu bringen. Da ist eine ganze Menge geschehen die letzten Jahre und ich glaube, dass Kultur ein ganz tolles Medium ist, um der Öffentlichkeit das näher zu bringen. Für uns im Karlsruher Bahnhof war die Kultur der Sinti und Roma schon immer wichtig. Gerade die Musik hatte einen zentralen Stellenwert. Und 2019, denke ich, ist es noch mal wichtiger, weil es auch immer mehr Angriffe von der rechten Szene auch auf unsere Toleranz, auf unsere Diversität gibt. Und ich denke, da sollen wir gerade im kulturellen Bereich auch immer wieder Zeichen setzen, dass wir eine Vielfalt in unserem Lebensalltag haben, eine Vielfalt in unserer Kultur. Und genau das zeigen auch die Sinti und Roma. Check it out, yo. Kicking a little something straight for the funk freak. Fires back with the bassline, hot as concrete. Shout out to the homie C-Fly for this bumpy. We don't bump, nonetheless it's funky like some strong weed. ชีมันคงไม่เข้าถ้าเพลงมีคนยับคืออันว่าต้องคงไม่โดนเบาใช่มันเป็นงานกันฮัมบาชิวามันมีฮัมกันแต่อันนู้สตูดิโอบัชมามาละแต่มันมีรถชีโร่undแต่มันมีรถสไตล์und du kannst mich wieder geil come on die lächeln doch nicht verfallen. Don't kill my vibe, bitch. Tonight is light of dich wegen Kleinkind. Was leid? Jetzt Achterbahn heute. Restaurieren nach oben. Und jetzt kommt der Kasperl-Looping. Ich bin der König hier im Lande. Aber es ist gar nicht einfach, ein König zu sein. Mama Königin, hallo Kasper. Hat der kleine Prinz gerade eben zu mir Hallo Kasper gesagt? Hallo, du kleiner Prinz. Kannst du schon reden? Und die haben dann damals auch Heidelberg verlassen müssen. Die Leute gingen nicht freiwillig weg, aber aufgrund, indem man einfach versucht hatte, die Leute ihre existenzielle Habe einfach einzuziehen. Die Kulturtage in Heidelberg haben das Ziel, auf unsere 600-jährige Geschichte in Deutschland hinzuweisen. Dafür haben wir auch hier in Heidelberg zum ersten Mal eine Ausstellung eröffnet, die auf die Frühgeschichte unserer Minderheit hinweist. Und darüber hinaus wollen wir natürlich bei den Kulturtagen auf die Vielfältigkeit der kulturellen Beiträge unserer Minderheit hinweisen. Also nicht nur in Bezug auf den Jazz, auf den Tanz wie Flamenco, sondern vor allen Dingen eben auf die europäische Klassik, auf den Einfluss auf die europäische Klassik. Und dazu machen wir heute Abend in der Molkenkur ein großes Konzert mit den Philharmonikern aus Frankfurt, Roma-Philharmonikern, Sinti-Philharmoniker. Und ja, ich freue mich, dass es hier an diesem Ort stattfindet, in meiner Stadt stattfindet und hoffe, dass alle einen schönen Abend haben.
Musik